Moin ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Und wir sind jetzt wie versprochen im letzten Video Holmer Sandberge haben wir ja gesagt, wir haben mal wieder neue Mikros. Zur Abwechslung mal. Die hier. Und das sind die Boya. Boya. Ich sage immer Boja und darf es nicht. Nein. Das sind die Boya Magic. Und das ist alles in so einem kleinen Ding hier drin. Das ist das Ladecase. Kann man so aufklappen und dann sind hier die Mikros drin. Insofern ist das noch nicht so spektakulär. Man fragt sich halt vielleicht, warum hat das Ladecase so eine komische Form? Und das liegt daran, dass ich dieses Mikro nehmen kann, oder Marion kann ihr es mal nehmen. Dann packt man das hier rein, macht das zu, macht das einmal an, zweimal geblinkt. Und jetzt hat man praktisch ein Interview-Mikro. Guten Tag, liebe Marion. Was sagen Sie zum aktuellen Stand dieses wirklich außergewöhnlichen Videos? Ich sage, ich möchte das gerne mal selbst in die Hand nehmen. Oh ja. Ich sage, ich finde das ziemlich klasse. Das ist nämlich so genial wandelbar, dieses Ding. Das finde ich richtig gut. Und wenn es besonders windig ist, hat man nicht nur diesen Filzaufsatz, sondern auch eine echte tote Katze. Das ist ein Windpuschel, der eine Schale hat. Und hier in diese Schale wird das Mikro eingeklickt. Und dann sieht das von vorne so aus. Einmal in die Bluse gefasst und schon läuft. Neidisch? Und dann hat dieses Ladecase natürlich auch noch einen Anschluss für jedes gängige Stativ, so ein Gewinde hier drin. Kann man sich dann einfach so auf den Desktop stellen. Dann haben wir gestern ja, wie gesagt, in den Holmer Sandbergen schon gedreht damit. Und ich musste im Videoschnitt nichts machen. Gar nichts. Also die Lautstärke war perfekt. Es gab keine Übersteuerung. Worauf man achten muss bei der X5, ich glaube, das liegt aber an der Insta360 X5, dass die immer so 3 Sekunden Vorlaufzeit braucht, bis das Mikro, bis er den Ton aufnimmt. Das heißt, wenn man das anstellt und gleich losredet, fehlt ein Stück. Aber das muss man wissen. Und ich glaube eher, das ist der Insta360 X5 geschuldet. Falls ihr euch gefragt habt, wo der Empfänger denn sich befindet in diesem ganzen Konstrukt, der wird einfach hier unten magnetisch befestigt. Und das ist jetzt die USB-C-Variante. Es gibt auch eine Lightning-Variante, weil es auch für Smartphones, Computer, iPad und was auch immer, wo man das anschließen kann. Es gibt auch eine 3,5 Zoll Audiokabel, Klinke Variante. Der Empfänger ist ein bisschen größer. Dieser Empfänger ist so klein, dass er seitlich an die Insta360 X5 reingesteckt werden kann, direkt mit USB-C und in der Stitching-Line unsichtbar ist. Herrlich, was haben wir gesucht? Das ist wahr. Es gibt halt diese Mikrofone in 8 verschiedenen Lieferumfängen. Also da gibt es mit von wenig Zubehör, weil man minimalistisch unterwegs ist, bis viel Zubehör, kann man sich dann tatsächlich genau in dem Lieferumfang holen, wie man es braucht. Ganz genau. Und ja, Sound hört ihr jetzt, der läuft ja jetzt direkt. Wir haben eine KI-Rauschunterdrückung, die Geräusche bis zu 40 Dezibel rausfiltert. Hier ist ein Beispiel von der Hauptstraße. Und die Geräuscheunterdrückung ist aus. Ein Auto. Also jetzt haben wir keine aktive Geräuschunterdrückung. So, noch ein Auto. Vielleicht kommen noch welche. So, jetzt drück mal auf deinen einmal Klick. Und dann muss der grün leuchten. Ja, er leuchtet grün. So, jetzt ist sie an. Auto. Jetzt haben wir die aktive Geräuschunterdrückung. Und jetzt kommen auch gerade viele Autos. Oh ja, das ist schön. 1, 2. Da kommt noch eins. Von vorne und von hinten kommen. 2 Autos, 3 Autos, sehr gut. Genial. Und wir stehen wirklich direkt, also keine 2 Meter von der Straße weg oder 2 Meter vielleicht. Ja, genau. Mach mal jetzt wieder einmal rauf. So, wieder einmal rauf, jawohl. So, und das sollte reichen. Ja, das war an der Hauptstraße und da könnt ihr mal sehen, was das Ding wegfiltert. Ne? Mhm. Und an dieser Stelle vielen Dank und ganz liebe Grüße an unsere Kanalmitglieder. Stefan unterwegs. Nach etwa 250 Kilometern Busfahrt von Tokio aus sind wir in Matsumoto angekommen. Lars May Bücher, Rantanplan, Maria Tegeler,
Als Kanalmitglied erwarten dich exklusive Inhalte, wie zum Beispiel eigene Icons oder das ein oder andere Sondervideo. Und außerdem siehst du unsere Videos, unsere regulären, vor allen anderen und dazu werbefrei. Und was kostet das? Wir haben 2 Abo-Modelle. Einmal 99 Cent im Monat und einmal 2,99 im Monat. Inhaltlich sind beide identisch. Hängt einfach davon ab, ob du uns mit ein bisschen mehr oder mit ein bisschen weniger unterstützen möchtest. Und einen Vorteil habe ich noch vergessen. Wenn du Kanalmitglied bist, dann wird dein Kommentar unter unseren Videos hervorgehoben dargestellt. Und der Link zur Kanalmitgliedschaft, der ist unten in der Videobeschreibung. Und außerdem im QR-Code zu finden. Wir freuen uns auf dich. Auch hier, wir hatten euch ja die Boya Minis gezeigt, die ultraleicht waren. Auch hier wiegen die Empfänger nur 7 Gramm. Und noch mal kurz zur Rauschunterdrückung. Wenn ich die einschalte, indem ich einmal kurz auf entweder, wenn der verbunden ist, diese Taste oder am Sender auf diese Taste, dann schaltet er die überall ein. Ne? Ganz egal, ob bei ihr, bei mir. Wenn hier ein Mikro drin ist, dann eben hier. Ja. Also das ist auch richtig durchdacht, weil wenn einer von beiden in lauter Umgebung ist, dann ist der andere Dann auch. sind alle betroffen davon, genau. Ja, ich bin ziemlich begeistert. Also ich glaube, ich habe Michaels Augen selten so strahlen sehen, wenn es um den Ton ging bei der Nachbearbeitung. 24 Bit. Jawohl. Im Vergleich zu den Boya Minis, die nur 16 hatten. Ja, man muss aber wirklich sagen, auch wenn der Hersteller natürlich wieder von Studioqualität redet, ich meine, jeder, der in einem Tonstudio arbeitet, der lacht sich natürlich tot. Ne? Also das hat mit Studio überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ein sehr gutes Mikro, wo man den Ton hören kann, ohne sich übergeben zu müssen. Und es ist einfach, es gibt auch keine Übersteuerung. Wenn ich schreie, gibt es keine Übersteuerung, ohne dass ich irgendwas mache. Perfekt. Was bei Michael manchmal besonders wichtig ist. Es gibt auch die Boya Central App, zumindest auf dem iPhone. Zeige ich euch mal kurz hier. Das ist die Boya Central App. Der Empfänger ist jetzt im iPhone eingesteckt, USB-C. Und dann kann ich den hier auswählen und dann bekommen wir das zu sehen. Ich habe jetzt die Geräuschunterdrückung der Boyas angemacht. Man sieht jetzt die beiden Empfänger. Man sieht, dass man den Output Gain, also die Lautstärke, ändern kann. Die habe ich so gelassen auf Mitte. Dann haben wir NC, Noise Cancel, der ist jetzt an. Und der Level, den kann man hier auch einstellen. Und zwar einmal auf Strong und einmal auf Schwach. Dann gibt es den Recording Mode. Das ist einmal Mono oder Stereo. Safety Track. Das bedeutet, dass die Sender intern das Audio, was die aufnehmen, auch nochmal abspeichern. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viel Speicher die haben. Ich weiß nur, dass sie mit minus 12 dB aufnehmen, also sehr leise. Das macht man deswegen, falls die Aufnahme mal extrem übersteuert, dass man da noch einen Backup-Track hat. Nutze ich aber nicht. TX-Mute, dann kann man die Sender stumm schalten. Ein Equalizer, da kann man diverse Szenarien einstellen. TX-Indicator, das ist die LED, die kann man ausschalten, dann leuchtet sie an den Empfängern und Sendern nicht mehr. Und das für uns wichtigste TX Auto Off, das verhindert, wenn das ausgeschaltet ist, dass die Geräte irgendwann aufhören zu versuchen, sich zu verbinden und dann einfach nutzlos sind, bis man erneut auf den Knopf drückt. Und wenn man, wie gesagt, unterwegs ist und oft die Kamera ausmacht und wieder anmacht, dann vergisst man das manchmal. Also wir haben das um Gottes Willen aus. Speaker, nehme ich an, dass da die Lautstärke durchgereicht wird, wenn der Empfänger ins iPhone eingesteckt ist, dass man trotzdem einen Ton abspielen kann und den hören kann. Ist also eine relativ simple App. Das Schöne ist, man kann hier auch die Firmware aktualisieren. Man kann sie auch hier unten auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und das war's zur App. Das war die Boya Central App, bei der man wirklich noch wahnsinnig viel einstellen kann. Akkulaufzeit? Haben wir 6 Stunden von diesen einzelnen Sendern mit dem Ladecase, Laufzeit bis zu 30 Stunden. Das wird hier aufgeladen. Ja, und dann steckt man sie zum Laden ins Case. Und wir haben jetzt, ich hätte es gern professionell gemacht und die Waage mitgenommen. Habe ich nicht, schätze keine 100 Gramm. Nee, das sind weniger als 100 Gramm. Ja. Ich glaube, das waren sogar nur 70 oder so. Also wenn ich dieses schöne Täschchen
Wenn ich da alles drin habe, samt diesen Empfängern und nimm das in die Hand, dann muss ich jedes Mal reingucken, ob es auch wirklich drin ist, weil das einfach so leicht ist. Du hast hier ein separates Fach, um die Windpuschel für die Sender reinzupacken. Du hast ein separates Fach, um den Windpuschel für das Handmikrofon reinzupacken. Es ist genial. Also es ist wirklich praktisch. Ja, und deswegen wollten wir euch das unbedingt noch mal zeigen. Wie gesagt, tut den Boya Minis keinen Abbruch. Sie sind einfach für unsere Zwecke nicht optimal gewesen. Gut, wir hatten auch das eine Problem, dass da zweimal bei den Aufnahmen dieser Hall drüber war, bei dem nicht reproduzierbar war, woher der kommt. Aber unser großes Problem war tatsächlich, dass die sich einfach dann abschalten und du kriegst es nicht immer mit. Und jetzt schicken wir die Marion mal da in die grüne Wiese, um mal zu gucken, wie weit die Reichweite ist. So, jetzt bin ich ungefähr 10 Meter weg von der Kamera und von dem Empfänger. Das ist der Ton, wenn ich zu euch gedreht bin. Jetzt drehe ich mich einmal um. Zwischen dem Sender und dem Empfänger. Und so klingt das, wenn ein Hindernis dazwischen ist. Und dann gehe ich noch mal 10 Meter weiter. Ja, das sind ungefähr 20 Meter. Und jetzt drehe ich mich noch mal um. Ob wir jetzt Abbrüche haben? Also ich höre sie ja gar nicht, sondern ich sehe nur die Anzeige. Und da war Ausschlag, aber ob das jetzt Störung gab, müsst ihr beurteilen. Jedenfalls, das war unser Distanztest. Test. Wem fällt es auf, dass ich auf der falschen Seite von Michael sitze? Das hat alles seinen Grund. Er hat gesagt, ich soll mich verabschieden. Es war schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Vielleicht, also diese Mikros können wir euch ans Herz legen. Das ist mal unser kurzes Fazit. Bisher sind wir... Das hast du bei den Minis auch gesagt. Ja, das stimmt. Aber es haben sich Probleme herauskristallisiert, von denen wir nichts wussten. Die waren aber nicht so schlimm. Also schlecht waren die auch nicht. Überhaupt nicht. Aber diese sind noch mal 2 Klassen besser. Auch von der Soundqualität her tatsächlich. Der Preis liegt für dieses Setup übrigens so bei 109 €. Ne? Ja. Aber Link ist wieder mal in der Videobeschreibung. Selbst gekauft, keine Werbung. Und in dem Sinne würde ich sagen, abonnieren und liken nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verdammt. So wertlos. Fang doch nicht weg. Andere wollen sie vielleicht. Angetäuscht. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.